In Deutschland wird eine Achterbahn geschlossen, in Europa wird ein Freizeitpark geschlossen, es wird aber weltweit neue Achterbahnen geben, neue Freizeitparks geben. Das alles und viel mehr jetzt in diesem News-Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Video Magazin, einem neuen News-Video meinerseits, und es gibt wieder ein paar Sachen, über die wir hier sprechen müssen, kurz bevor die Woche zu Ende geht. Nichtsdestotrotz sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr zum neuen Video hier auf dem Ride Video YouTube-Kanal. Das wisst ihr als treue Abonnenten sowieso schon. Wenn ihr das noch nicht seid, abonniert ihr jetzt den Kanal, um das Ganze zu supporten. Support bekommen wir auch von Sponsoren wie SBF Visa, die dieses Video möglich machen, und witzigerweise sind wir gerade in einem etwas anderen Setting, das habt ihr auf jeden Fall schon erkannt, und also rund 30 Kilometer entfernt vom Skyline Park, wo Christoph Wunderlich mit CW Attractions ja auch einige Attraktionen schon von SBF Visa platzieren konnte. Mehrere Achterbahnen und Flatrides, andere Fahrgeschäfte. Das seht ihr demnächst auch hier auf dem Kanal, also den Skyline Park und viele andere Parks in Süddeutschland mit ihren Halloween-Events. Da einmal kurz abgeholt und vielen Dank an SBF Visa und CW Attractions für das Unterstützen dieses Videos. Und damit starten wir zum ersten Thema. Six Flags Qiddiya City, der neue riesige Freizeitpark in Saudi-Arabien mit unter anderem der schnellsten, längsten und höchsten Achterbahn der Welt und vielen anderen rekordbrechenden Attraktionen und sehr spannenden anderen Attraktionen und vor allem auch einigen Achterbahnen. 8 Achterbahnen wird es jetzt direkt zu Beginn geben, und aktuell sieht es wohl so aus, dass die Eröffnung des gesamten Parks für Ende 2025 angepeilt wird. Sollte eigentlich erst im Lauf der Saison 2026 passieren, und man wird wohl jetzt Ende 2025 eröffnen. Ein genaues Eröffnungsdatum gibt es noch nicht, werde ich euch aber auf dem Laufenden halten. Ein Freizeitpark, den ihr bald nicht mehr besuchen könnt, ist Plopsa Station Antwerpen. Die Plopsa Gruppe hat verschiedene Freizeitparks, wie zum Beispiel das Plopsaland Deutschland oder Plopsaland de Pane, und es gibt auch die Plopsa Station Antwerpen. Haben wir euch hier, verlinke ich das auch genau mal, in einem Video schon mal gezeigt. Das ist ein kleiner süßer Indoor-Freizeitpark, es gibt keine Achterbahn und leider wird dieser Park jetzt geschlossen. Krass ist eigentlich auch, dass 2021 der Park erst eröffnet hat. Davor gab es aber in der Location schon den Comic Park, der nicht funktioniert hat, und auch die Plopsa Station Antwerpen hat zu wenig Gäste, so dass sich der Betrieb weiterhin nicht lohnt. Das ist ein Freizeitpark, der auch mitten im Hauptbahnhof von Antwerpen quasi ist. Seht ihr in dem Video von uns ein bisschen besser, wo sich der Park da ungefähr befindet, und durch Besuchermangel hat man jetzt entschlossen, den Park zu schließen. Die 12 Festangestellten außer Plopsa Station Antwerpen bekommen aber die Möglichkeit, in anderen Plopsa Parks der Gruppe einen neuen Job zu finden und dort unterzukommen. Irgendwo anders unterkommen wird jetzt auch die Wilde Hilde. Der Schwabenpark hat ja die Achterbahn Wilde Hilde und ist jetzt quasi im verflixten 7. Jahr. Und die Wilde Hilde verlässt den Schwabenpark und der verrückte Hühnerstall flattert aus. Und die Achterbahn wird in einen anderen Freizeitpark in Deutschland wieder auftauchen. In welchem hat man jetzt noch nicht bekannt gegeben. Was denkt ihr, in welchem Freizeitpark in Deutschland wird die Wilde Hilde dann ihren neuen Hühnerstall aufschlagen? Das Ganze war seinerzeit ein Prototyp von RAS Rides, der sogenannte Rollerball. Also ihr fahrt quasi eine Murmelbahn nach unten, ohne dass man sich dabei überschlägt. Mit Überschlägen gab es so ein Konzept quasi ja schon seit einigen Jahren. Und das ist die familienfreundliche Variante davon. Haben wir auch dann schon vor Ort euch mal eine kleine Backstage-Reportage mitgebracht gehabt und die Wilde Hilde oder den Rollerball dort erklärt. Wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, auch gerne hier wieder verlinkt. Und wenn ihr die Wilde Hilde mit dem wirklich ikonischen Soundtrack noch einmal erleben wollt und auch mit dem Thema Wilde Hilde, dann habt ihr noch bis zum 2. November 2025 Zeit, das Ganze im Schwabenpark zu machen. In welchem neuen Gewand die Achterbahn uns dann wieder begrüßen wird und wann genau, steht übrigens auch noch nicht fest. Und wenn wir schon bei neuer Achterbahn sind, ein Blick über den großen Teich nach SeaWorld San Antonio in Texas. Und dort wird es 2026 eine neue Achterbahn geben, und zwar von B&M Family Inverted Coaster. Hat man scheinbar in einem kleinen Paket gekauft, denn Busch Gardens Tampa sowie Busch Gardens Williamsburg, die beide zu der gleichen Gruppe gehören wie die SeaWorld Parks, haben bereits auch so einen Coaster in der jüngsten Vergangenheit bekommen. Und Barracuda Strike wird 27,4 Meter hoch, 548,6 Meter lang, 70,8 km/h schnell und 8,79 Millionen US-Dollar
Dollar kosten. SeaWorld San Antonio, echt ein schöner Park, ein cooles Line-Up an Achterbahnen, kann man auf jeden Fall machen und auch seit unserem letzten Besuch ist da einiges passiert. Die haben auf jeden Fall Bock und machen immer weiter und installieren neue, eigentlich ganz okay, gut aussehende Attraktionen. Wo es eigentlich immer richtig gut aussieht, ist Universal. Und die Universal Studios Hollywood, also im Westen der USA, bekommt 2026 ebenfalls eine neue Achterbahn. Fast and Furious Hollywood Drift. Haben wir auch schon drüber gesprochen, auch schon viele Sachen gezeigt. Und es gab ja auch schon Renderings von den Zügen, wo verschiedene Fahrzeuge drauf sind. Habe ich ja gesagt, ich werde auf jeden Fall im Nissan R34 hinten sitzen. Und man hat auch schon mal ein Fahrzeug als fertiges Fahrzeug gezeigt, aber es haben die ersten Testfahrten angefangen und das Witzige ist, da kommen ja schon sehr schöne Autos drauf, aber noch laufen die Testruns und die Züge bzw. die Autos auf den Zügen oder wie auch immer man das nennen möchte, sind aktuell noch als Erlkönig foliert. Das finde ich ist ein super geiles Detail, macht super viel aus. Man sieht natürlich die Testruns im Park, aber dann als Erlkönig, weil die noch nicht fertig sind und noch getestet werden, finde ich ist ein super geiles Detail einfach, was für mich super viel ausmacht. Und dass wir die Bahn auf jeden Fall fahren möchten, ist ja auch klar. Ein Launch Coaster, Multi-Launch Coaster mit drehenden Wagen von Intamin auf 1250 Metern Strecke und mit 116 km/h Spitzengeschwindigkeit ist, glaube ich, Grund genug, das demnächst nochmal zu testen. Filmparks gibt es auch in Deutschland und der Moviepark Germany hat ja aktuell das Halloween Horror Festival, das große Halloween-Event. Und habe ich ja eben schon mal angesprochen, Halloween-Events machen wir jetzt gerade auch wieder, wo wir unterwegs sind. Und da waren wir schon, haben euch ein Video mitgebracht und ihr habt Bock und sehr viele Leute haben Bock und es gibt halt eine sehr große Nachfrage daran, den Park zu besuchen. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, dass alle Saisonpassinhaber für den Rest der Saison sich vorher vor ihrem Besuch anmelden müssen. Also ihr habt keine Nachteile oder sonst was, ihr müsst nur als Saisonpassinhaber euch jetzt im Vorfeld anmelden für euren Besuchstag, damit da auch ein bisschen mehr Planungssicherheit ist und es nicht zu voll für alle wird und niemand an der Tür abgewiesen werden muss. Und vor kurzem waren wir in PortAventura und gestern habt ihr ein Video gesehen aus der PortAventura World, wo wir mit Intamin Backstage waren. Was wir uns da auch angeguckt haben, nicht im Rahmen dieses Videos, sondern im Rahmen eines Videos, was demnächst hier kommen wird, ist Dragon Khan, ein B&M Setting Coaster, und der jetzt einfach mal gerade 30 Jahre alt wird. Und PortAventura quasi selber gerade den Beweis liefert, dass B&M-Bahnen irgendwann auch nicht mehr geil fahren, beziehungsweise kennen wir das aus der jüngsten Vergangenheit, dass sogar neue aktuelle B&M-Bahnen nicht so geil fahren. Und jetzt, nach 30 Jahren kommt es dazu, dass es ein Retracking gibt. Und zwar werden der Looping und die Copa Roll getauscht. Super spannend, krasses Projekt, schöner Beweis für Fanboys, dass nicht immer alles da so geil fährt. Sonst würde man das nicht für viel Geld neu machen. Aber eine spannende Entwicklung und ja auch ein krasses Bekenntnis von PortAventura zu dieser Bahn, die, muss man auch zugeben, natürlich sehr amerikanisch ist und in Europa fahrbar. Und das ist schon ziemlich cool. Ja, Universal hat das alles da mal geplant und hingesetzt, aber es ist für jemanden, der sich jetzt nicht über den großen Teich traut, die Möglichkeit, so eine typisch US-amerikanische Achterbahn mal zu fahren und das auf europäischem Boden. Das alles erstmal jetzt, um euch abzuholen, was gerade aktuell wieder los ist, und vieles anderes werden wir auch noch hier besprechen. Und ansonsten packen wir hier zusammen, wir fahren in den Skyline Park, drehen für euch, gruseln uns und sehen uns morgen um 18 Uhr wieder hier zu einem neuen Video auf dem Radio YouTube Kanal.